Hallo zusammen. Hallo allerseits, willkommen auf unserem Kanal. Normalerweise suchen wir uns ja immer sonnige Tage zum Wandern aus. Das klappt heute wahrscheinlich nicht so ganz, aber uns juckt es in den Beinen, wir müssen raus. Genau so ist es. Und zu unserer heutigen Tour passt ja so ein grauer Himmel auch ein bisschen. Wir gehen nämlich ins Moor. Oh, mal schauen, wie es da aussieht. Wir wollen mit euch einen ca. 13,5 Kilometer langen Moorlehrpfad hier in Radosch gehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Radosch liegt zwischen Lübbenau und Vetschau. Also wir befinden uns hier noch im Spreewald. Wie soll es auch anders sein? Im Spreewald sind wir oft und gerne unterwegs. Ist doch eine schöne Gegend. Ja. Keine Fließgeschwindigkeit zu erkennen. Das Wasser hier von diesem Spreearm ist richtig braun. Die im Bergbau der Lausitz anfallenden Grundwässer werden in Grundwasserreinigungsanlagen aufbereitet und fließen in den Spreewald. Das in diesem Grundwasser enthaltene Eisenhydroxid färbt die Spree vor allen Dingen bei erhöhtem Grundwasserstand rostbraun. Die Melusine, wenn jetzt Wind wäre, würde sie sich drehen, die einzelnen Teile. Dann würde sie immer wieder anders aussehen. Die Rückseite hat andere Farbe. Ich versuche mal, ob ich es raufkriege. Hier sind wir an der ersten Station des Moorlehrpfades am Tschoschkower Torfmoor. In diesem Moor erfolgte an verschiedenen Stellen noch bis 1924 der Torfabbau, vorrangig zur Brennstoffgewinnung, manchmal auch zur Bodenverbesserung und Hausisolierung. Hier haben wir noch mal eine Übersichtskarte vom Spreewald. Wir sind hier. Ja, hier ist das allseits bekannte Burg im Spreewald. Hier Lübbenau, Lübben. Und hier oben ist der Neuendorfer See, wo wir letztens ein Video gedreht haben. Winke du. Diese Hütte dort spielte wohl mal eine Rolle als Szenenbild in einem Spreewald-Krimi. Früher ist man auf diesen überfluteten Wiesen im Winter gerne Schlittschuh gelaufen, aber jetzt friert ja nichts mehr. Heute sind oder sollen sogar 10 Grad werden und heute ist der 30. Januar. Hier ist der Wegpunkt Nummer 2, das Dubkow-Moor. Das Dubkow-Moor ist ein typisches Versumpfungsmoor. Dieses Niedermoor hat über 30% organisches Material angesammelt. Diese Niedertorfmoore aus Erlenbruchwald und Riedgräsern besitzen eine typische dunkelbraune bis schwarze Farbe. Wir verlassen jetzt kurz den Rundweg und gehen zur Dubkow-Mühle. Und wieder 300 Meter umsonst gelaufen. Wir wollten zur Dubkow-Mühle und sind zu früh abgebogen.
Also wieder zurück und den nächsten Weg genommen. Das wären heute also bestimmt wieder Kilometer mehr. Aber verlaufen gehört auch dazu, das kennt ihr ja alle. Und da steht es ja auch richtig dran, Dubko-Mühle. Der Wanderweg, also der Rundweg geht eigentlich nach links. Wir machen jetzt den Abstecher zur Dubko-Mühle und gehen nachher aber da weiter. Und auch hier alles unter Wasser. Hier, wo eigentlich Kühe weiden sollten, geht im Moment gar nichts. Aber das Gasthaus Dubko-Mühle hat natürlich jetzt außerhalb der Saison geschlossen. Das haben wir uns schon fast gedacht. Wir wollen mal gucken, ob wir irgendwo eine Sitzgelegenheit finden für eine Vesper. Wir haben jetzt auf der Mauer von der Blumenrabatte Platz genommen. Ja, besser ist ja nicht. Notsitz. Genau, eine Pause brauchen wir jetzt. Ja, jetzt werden wir uns ein bisschen stärken. Richtig. Gut, da müsst ihr uns nicht bei zugucken. Nee, wie wir kauen. Und hier sind wir am Hirschmoor. Selbst hier in diesem Moor wühlen die Wildschweine rum. Das ist schon Wahnsinn. Wir laufen hier seit Stunden, seit Kilometern nur durch Sumpf und Moor. Ja, rechts und links vom Weg. Wasser, Moor. Ja. Ja, also es hört überhaupt nicht auf. Wahnsinn, was für Flächen hier unter Wasser stehen. Also, dass wir uns hier nicht missverstehen, wir haben kein Hochwasser. Das ist halt hier so ein Moorgebiet. Im Sommer sicher mit etwas weniger Wasserstand, aber im Allgemeinen wird das hier immer so nass sein. Die Mächtigkeit des Hirschmoores beträgt hier nur 50 bis 100 Zentimeter. Darunter befindet sich eine wasserundurchlässige Tonschicht. Dadurch bedingt bleibt Oberflächenwasser lange Zeit sichtbar. Nur in niederschlagsarmen Jahreszeiten ist die Nutzung für den Weidebetrieb möglich. Gelegentlich gelingen auch 1 oder 2 Heuernten, wenn die Wiesen die schwere Technik tragen können. Sieht aus wie eine Teichlandschaft. Dabei sind das nur Wiesen mit extrem hohem Grundwasserstand. Man sieht ja, dass die im Sommer gemäht werden. Und hier ist die Nummer 4, das Sauenmoor.
Für mich ist das alles eine einzige Moorfläche. Ich kann nicht sagen, wo das eine endet und das andere anfängt. Wie man sieht, ist der Weg ganz schön nass. Haben wir wahrscheinlich gleich Weg, gleiche Höhe wie der Rest. Also guckt doch, wie der Wasserspiegel hier ist. Ja. Aber wir haben Glück, wir müssen nicht umkehren, man kommt durch. Na, besser ist so. Durch landwirtschaftliche Nutzung, begünstigt durch jahrzehntelangen Schöpfwerksbetrieb, ist diese Fläche sehr stark geschädigt. Jetzt kommt die Brücke über den Südumfluter. Haben wir doch noch ein bisschen Sonnenschein gekriegt. Aber jetzt sind wir ja auch schon aus dem Moorgebiet mehr oder weniger raus. Ja, das meiste haben wir geschafft. Aber ist es schön, wenn die Sonne so aufs Gesicht scheint? Herrlich. Natürlich. Jetzt macht die Sonnenbrille auch Sinn. Ja, ich packe meine nicht extra aus, das lohnt nicht. Und hier ist die Station Nummer 5, der Schwarze Weg. Auch wieder ein Moor am Schwarzen Weg. Und hier ist die Station 6, Gustewitz. Sandentnahmestelle zeigt heute eine offene Wasserfläche und lässt ein Scheinmoor entstehen. Verbunden mit dem Grundwasseranstieg überstauen zahlreiche Flächen und sind unter diesen Umständen schwer zu bewirtschaften. Ja, da kannst du nicht mit Technik rauffahren. Und hier sind wir an der Station 7, Quellgebiet Carnagora. Die erste Bank nach 10 Kilometern. Ja. Aber jetzt. Jetzt erstmal Pause. Oh. Haben wir uns verdient. Sogar ein plätscherndes Bächlein haben wir gefunden. Wir sind jetzt wieder in Radoš und gleich im Naturhafen und dann ist unsere Tour zu Ende. Und hier wimmelt es von Bänken. Und unterwegs War gar nichts. war gar nichts. Aber schöne Holzfiguren gibt es hier. Ich zeige sie euch mal. Der Schlangenkönig. Das ist hier also der Radoscher Skulpturenweg. Ja, hier haben wir den Moorlehrpfad. Unser Startpunkt, wo wir jetzt auch wieder am Ziel sind. Und dann sind wir hier an der Buschmühle abgebogen zur Dubko-Mühle. Hier oben rum, hier über den Südumfluter, an der Bahnlinie zurück. Das ist der Moorlehrpfad. Was ich ein bisschen vermisst habe, dass unterwegs ein paar mehr Tafeln waren, Informationstafeln. An den einzelnen Stationen hat man zwar einen QR-Code und kann dann sich das online angucken, aber Tafeln, um sie vor Ort durchzulesen, fände ich persönlich besser. Ja, das
wollte ich noch anmerken. So, wir haben es geschafft. Wir sind zurück. Ja, das war nur wahrscheinlich mit einmal verlaufen und dem Abstecher zur Dubko-Mühle so 15 Kilometer. Was gibt es zu der Tour zu sagen? Es ist relativ monoton, breiter Weg durch die Sümpfe, rechts und links nur Wasser. Jede Menge. Ja, das ist hochgestiegenes Grundwasser. Aber das sieht toll aus. Also uns hat es trotzdem gefallen, obwohl Auf jeden Fall, klar. obwohl es kilometerlang das Gleiche war. Ja, ja. Das wussten wir ja vorher, dass das weiter keine Höhepunkte hat. Es war halt eine Moorwanderung. Den Abstecher zur Dubko-Mühle kann man sich um diese Jahreszeit sparen, weil da ist geschlossen. Ist geschlossen bis 1. April. Aber wer jetzt in der Sommersaison die Tour macht und gerne einkehren möchte, dem ist dieser kleine Umweg zu empfehlen. Der lohnt sich dann schon, klar. Jo. Was natürlich wieder ein Minuspunkt war, was wir so oft hier in Brandenburg erleben, keine Bänke. Kilometerweit nichts. 10 Kilometer lang nicht eine Bank. Das tat dann schon ein bisschen weh. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ja, weiter gibt es nichts zu sagen. Das war wieder mal eine Tour im Spreewald. Wir danken, dass ihr mitgekommen seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sagen wie immer Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.